Moin Leute, willkommen wieder bei einem neuen Video. Heute mal wieder mit einem Video übers Virtual Driften. Und heute fahren wir die zweite Strecke, beziehungsweise die zweite Runde der Virtual Drift Championship. Die Strecke heißt Stroop Raceway, irgendwie Stroop oder ja, ich glaube Stroop Raceway. Und wir fahren heute den wunderschönen Shelby Mustang, natürlich auch aus dem Virtual Drift Championship Pack. Ich werde das jetzt genauso machen, wie ich das im letzten Video gesagt habe, oder ich glaube auch im letzten Video gemacht habe. Ich werde euch jetzt erstmal ganz kurz die Strecke zeigen, dann ja, wenn ich die Strecke gezeigt habe, werde ich das Ganze dann einfach mal driften, so ein bisschen rumfahren und ja, einfach mal die Strecke ein bisschen zeigen. Und ich bin natürlich auch schon mit dem Auto gefahren. Ich habe das Auto schon mal gesetupt. Ich habe da glaube ich nicht viel geändert, außer dass ich ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger Tow reingemacht habe, also Spur, und dass ich ein bisschen mehr Grip reingepackt habe vorne und hinten. Aber ansonsten habe ich den nicht viel geändert, außer dass ich noch den dritten Gang etwas länger gemacht habe, beziehungsweise allgemein die Gänge ein bisschen länger gemacht habe. Fangen wir mit der Strecke. Strecke links sieht man die Follow-Line und rechts sieht man die Lead-Line. Und wenn man von hier vorne dann einmal durch diese Schikane durchfährt, hat man hier vorne auch relativ schnell die 3 Pylonen oder die insgesamt 6 Pylonen und 3 Zonen, wo man halt den Drift einleiten soll. Direkt nachdem man den Drift einleiten soll, kommt hier die erste Outer Zone. Dann kommt man hier in so eine etwas längere Kurve. Dann hat man hier die zweite Outer Zone. Da muss man von außen nach innen einmal rein, die Kurve hier enger nehmen. Dann hat man hier die erste Inner Zone. Dann aus der Inner Zone direkt wieder in eine Outer Zone. Und nach dieser Outer Zone einmal umsetzen und dann in diesen schönen Wall-Ride rein. Das ist dann die vierte Outer Zone. Nach dem Wall-Ride, der auch relativ lang ist, setzt man hier wieder um und geht hier wieder in den Wall-Ride rein mit der 5. Outer Zone und dann hat man hier als letztes einmal den zweiten Inner Clip und ja, danach ist im Prinzip Ende. Wie man schon sieht, der Track ist etwas anders wie der letzte Track. Der letzte Track war ja eher ja, relativ schnell und relativ viel Flow hat man da drin gehabt, sprich man geht in den Drift rein und ist im Prinzip durchgehend Vollgas und nimmt dann halt schön die Kurve mit. Und der Track ist jetzt im Prinzip genau das Gegenteil. Der Track ist ein bisschen enger. Und da habe ich mir auch gedacht, ey, nehmen wir doch das größte Auto aus dem Pack und fahren auf diesem kleinen Track. Ob das die beste Idee ist oder ob das die beste Idee gewesen ist, werdet ihr jetzt sehen. Weil ich würde sagen, ich fahre dann einfach mal die erste Runde und zeige euch, wie der Track gedriftet werden soll. Oder auch nicht, gucken, wie gut ich jetzt bin. Auch ein bisschen früh. Okay, ich glaube, das war ganz gut. Außer, dass ich ein bisschen früher an der Handbremse gegangen bin nach der dritten Outer Zone, sprich, wo ich in den Wallride reingegangen bin. Bin ein bisschen früher an der Handbremse gewesen, deswegen muss ich die halt relativ lange ziehen, damit ich halt noch weit genug hinkomme. Aber an sich, alles danach und davor war schon, war gar nicht mal so schlecht. Ein bisschen später das Ganze machen. Ah, das war zu spät. Da fahren wir trotzdem weiter. Ja, da hatte ich die Handbremse ein bisschen zu spät gezogen und bin dann im Prinzip einfach in die Wand reingerutscht. Ich habe bei dem ersten Rollride so ein bisschen Probleme, dass ich entweder viel zu früh ziehe, also viel zu früh umsetze, Handbremse ziehe und dann halt ja, sehr weit von der Wand weg bin, oder dass ich im Prinzip das Ganze viel zu spät mache und dann Vollgas in die Wand reinfahre. Das kriege ich mit den ganzen Wallrides noch nicht so richtig hin. Irgendwie habe ich hier vorne beim Entry nicht so die Probleme. Da bin ich relativ gut in den Zones immer drin. Auch wenn ich da jetzt, glaube ich, ein bisschen zu weit war. Hier geht es auch ganz gut. Hier ist dann aber das Problem. Okay. Der Lauf
war ganz okay, würde ich mal behaupten. Ich glaube, das war der beste Lauf, den ich jemals auf diesem Track gemacht habe. Ja, das war schon okay. So, Back-to-Back nochmal einmal, Back-to-Back nochmal einen machen. Gucken, wie der wird. Ein bisschen früh reingeflickt. Ja, ein bisschen weiter raus. Krieg ich trotzdem noch. Oh shit. Ja, das meine ich. Da bin ich wieder viel zu früh auf die Bremse gegangen, beziehungsweise habe viel zu früh das Auto umgesetzt. Oh, was? Oh, und... Ja. Viel zu früh das Auto umgesetzt. Damit hatte ich nicht mehr genug Reichweite im Prinzip, dass ich noch da hinten rankomme. Und naja, der zweite Wallrun, der war ein bisschen... Der war auch nicht viel besser. So, ich fange jetzt mal von der Chase-Position an, weil ich den dann einfach viel besser reinpflegen kann. Weil dann kann ich schön einmal links, rechts und dann einmal komplett reinpflegen. Ich zeige jetzt, was ich meine. Oh, der Run war auch schön. Der Run war auch sehr, sehr schön. Und ich mag dieses Reinflicken in den Drift oder am Start, das mag ich einfach unfassbar gerne. Und nach dem Run werde ich auch Back-to-Back 2 Qualifying Runs machen. Mal gucken, wie gut ich bin. So, jetzt im vierten bleiben. Okay. Ich werde jetzt mal hingehen und versuchen, 2 sehr, 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 sehr schöne Qualifying Runs zu machen. Wir wollen es mal ausprobieren. Auch wenn ich jetzt den ersten Run verkacke, mache ich trotzdem noch den zweiten. Ich mache jetzt im Prinzip so, als wenn ich in der Competition wäre. Sprich, auch wenn der erste Run schlecht ist, der zweite Run soll gut sein. Dann will ich mal insgesamt hoffen, dass das aber 2 gute Runs wären. So, ich fange jetzt mal mit dem ersten an. Gucken, wie ich da abschneide. Okay. All in all. Ja, geht. Nicht so perfekt, wie ich mir den vorgestellt hätte. Und man hat auch bei dem ersten Wallride hat man auch gesehen, was ich meine, dass ich nicht genug Wheelspeed habe, um die Räder dann wieder loszudrehen. Weil da bin ich so ein bisschen, da habe ich aufs Gas getreten und dann kam im Prinzip keine Power. Da muss ich dann ein bisschen früher aufs Gas, beziehungsweise besser mit dem Clutchkick arbeiten. Aber all in all würde ich mal behaupten, wir gucken uns die gleich nochmal zusammen an, aber all in all würde ich behaupten, dass es so eine, vielleicht so eine 70er war. Maximal. So, machen wir mal den zweiten Run. Ein bisschen weit weg. Okay, ich glaube, all in all war der schon um einiges besser. Ich glaube, bei dem Innerclip, muss ich das da? Ich glaube, bei dem Innerclip war ich ein bisschen weiter weg, als ich eigentlich wollte. Aber das gucken wir uns jetzt dann einfach mal im Replay an. So, ich glaube, hier, das war der erste Run. So, gucken wir uns den mal zusammen an.
Gucken, was ich dem geben würde. So, Entry, würde ich sagen, war sehr, sehr gut. Zweiter Autozone hätte ich ein bisschen weiter drin sein können. Den Innenclip habe ich komplett verpasst. Damit bin ich hier ein bisschen zu weit rausgekommen. Ja, da hat man das gemerkt, dass ich nicht genug Speed hatte. Sprich, erst war ich an der Wand relativ schön, aber dann hatte ich keinen Speed mehr und bin dann zu weit rausgekommen. Der Wallride war ganz schön und ich glaube, der Innenclip hätte ich auch ein bisschen näher dran sein können. Ich würde ihm all in all... Was würde ich ihm geben? Ja, das alles schon so ein bisschen all over the place war. Boah, so eine 60, maybe? Vielleicht? Irgendwie sowas. Aber es war halt sehr viel Zonen verpasst und ja, nicht gut. So, gucken wir uns mal den zweiten an. Ich sehe den Playbutton nicht, da ist er. So, gucken wir uns mal den zweiten Lauf an. Gucken, ob der besser geworden ist. Sollte eigentlich. So, die war sehr, sehr schön. Die Zone habe ich auch perfekt mitgenommen. Innerclip nicht gut mitgenommen, aber ein bisschen zu weit raus. Die Autos sind auch nicht sehr gut mitgenommen. Den Wallride nicht ganz bis zum Ende durchgezogen, aber an sich auch nicht schlecht. Den Wallride sehr, 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 sehr gut mitgenommen. Und den Innerclip auch ganz gut mitgenommen. Ich glaube, da würde ich sagen, das war so eine hohe 70. So, ich mache jetzt noch einmal einen komplett clean Run und dann war's das. Also ich mache jetzt einfach nochmal einen Run und gucken, wie der wird. Entweder wird er gut oder der wird schlecht. Ich mache das nochmal aus der Chase Position, weil dann kann ich den Wagen einfach ein bisschen besser reinfliegen. Oh Gott. So, gucken wir uns das Auto mal nochmal von vorne an. Dann würde ich sagen, das war's jetzt mit der zweiten Runde der Virtual Drift Championship. Ja, wie gesagt, ich werde alle einmal fahren. Ich glaube, 6 Runden gibt es, also kommen noch auf jeden Fall 4 Runden, beziehungsweise 4 Strecken. Natürlich auch wieder mit verschiedenen Autos. Gucken, was ich als nächstes nehme. Muss ich einfach nochmal gucken, worauf ich da so Lust habe. Und ja, dann würde ich sagen, wenn das Video gefallen hat, könnt ihr euch einen Daumen hoch geben. Und dann würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Video und tschüss.